zum Beispiel erklären, warum der Holzhaufen, den wir da unter uns sehen und wo wir gerade runterputzen, da sind schon die ersten Hölzer, die auftauchen, warum dieser Holzhaufen so asymmetrisch liegt. Ja, wir haben zwei große Fundbereiche, die wir bearbeiten. Das ist der bronzezeitliche Bergbau, grob zwischen 1400 und 1000 vor Christus, und der Bergbau der älteren Eisenzeit zwischen 900 und 350 vor Christus. Wir graben momentan eine riesengroße Abbaukammer aus der Bronzezeit aus, die dann durch ein Naturereignis verbrochen oder zusammengestürzt ist, und wir wollen verstehen, erstens die Organisation und Struktur dieser Abbaukammer, also den Arbeitsablauf, aber auch was passiert ist, als diese Kammer eingestürzt ist. Das Faszinierende ist hier eine Fundstelle oder ein Fundbereich, den es weltweit eben nur einmal gibt, mit faszinierenden Herausforderungen, aber auch mit riesengroßer Verantwortung. Wir graben hier Sachen aus, die wirklich von Relevanz sind für Industriegeschichte, Technikgeschichte, Entwicklungsgeschichte hier in Österreich, aber auch Technikgeschichte europaweit. Aber das meiste ist verborgen hier im Dunkeln, im Bergwerk. Das heißt, es ist schwierig, unsere Erkenntnisse wirklich nach draußen ans Licht zu bringen. Alle Fundstellen in Hallstatt auszeichnet sind die Erhaltungsbedingungen. Alles, was die Bergleute vor 3000 Jahren, 2500 Jahren hier im Berg liegen gelassen haben, ist bis heute perfekt konserviert. Es gibt weltweit keine besseren Erhaltungsbedingungen. Also wir versuchen, so weit als möglich, wie normale Archäologen zu arbeiten, was mit unserer Technik oder mit unserer Arbeitsweise nicht so einfach ist. Unser Hauptwerkzeug ist der Presslufthammer, also ganz normales Bergbaugerät. Man kann hier nicht so fein und so exakt arbeiten wie mit Kelle und Pinsel, aber wir versuchen, so weit stratigraphisch zu arbeiten und natürlich alles, was wir machen, möglichst genau zu dokumentieren. Mit Vermessen, mit Fotografieren, mit Zeichnen, mit 3D-Darstellung. Wir sehen an allen Bereichen des bronzezeitlichen Bergbaus, dass diese Stollen und Abbaukammern mit Material von der Oberfläche verschüttet sind. Den genauen Auslöser dieser Katastrophe kennen wir nicht.
Geologen sind sich aber einig, dass diese Katastrophe sehr langsam passiert ist. Das heißt, wir hoffen, dass dieses Verfüllen und Zusammenbrechen der Schachtanlagen so langsam passiert ist, dass alle Bergleute, Bergmänner, Bergfrauen, Bergkinder genug Zeit hatten, das Bergwerk zu verlassen, und dass wir hier keine Opfer zu verzeichnen haben. Ein großer Teil der Mannschaft ist mit Dokumentation beschäftigt, also 3D-Doku, Fotografieren und so weiter. Alle Funde, die aus dem Bergwerk kommen, werden zunächst gereinigt und entsalzen. Das geschieht unter fließendem Wasser auf einer Beregnungsanlage. Sie bleiben dort für ein paar Tage. Dann sind sowohl die Lehmauflagen als auch das Salz entfernt. Das sind alles so außergewöhnliche Funde hier. Das sind die Holzobjekte, auch wenn man den millionsten Leuchtspan in der Hand hat. Das sind Einblicke in Lebensbereiche, die wir als Archäologen sonst nicht finden würden. Die große Menge an Dingen, die man in der Geschichte in der Hand hatte, waren aus organischem Material, die man in einem normalen Fundkontext einfach nicht mehr vorfindet. Hier sind sie quasi ungefiltert einfach liegen geblieben und wir können sie uns ansehen. Gesondert gehandelt werden Textilfragmente und Lederreste. Holzobjekte können danach gleich getrocknet werden und ins Museum für die weitere Lagerung gebracht werden oder auch für eine Ausstellung verwendet werden. Das Besondere an den Funden aus Hallstatt ist einfach, dass sie durch das Salz über die Jahrtausende vollständig konserviert werden. Die Funde aus Hallstatt werden dann hier ins Naturhistorische Museum gebracht, hier in den Tiefspeicher, werden dann in unsere Datenbank aufgenommen und dann in diese Laden reinsortiert, die dann schlussendlich in unser Regalsystem gelangen. Vielen Leuten ist gar nicht klar, wie viel Arbeit dann nach der Grabung noch reingesteckt werden muss. Darunter fällt natürlich die gesamte Aufnahme der Funde, der Befunde, dann eventuell noch Fotografien, Umzeichnungen von unseren Grabungsplänen. Das ist ein normaler Achter, glaube ich. Von denen haben wir schon mehrere gefunden. Genau, da haben wir ein paar. Aber das ist wieder ein anderer. Das
Also vielleicht sollte man die echt einmal in der Datenbank extra auswerfen und einmal schauen, dass wir da eine Zusammenstellung machen. Alle Funde werden in der Datenbank aufgenommen und bekommen ihre Inventarnummer. Diese Inventarnummer brauchen wir dann für die Stücke, damit sie eindeutig zuweisbar sind. Die Nummer ist die Grundvoraussetzung, dass wir dann mit den Stücken weiterarbeiten können. Das Weiterarbeiten heißt, dass die Stücke dann zu Analysen kommen, verglichen werden, gezeichnet werden, fotografiert werden. Gut, wir werden bei der Leuchtspannuntersuchung weitermachen. Und wieder schauen, ob wir die verkohlte Spur fahren, ob wir die irgendwie besser verstehen, weil die Unterschiede ja riesig sind. Wir haben nur 2-3 cm angeholt, 20 cm, 5 cm. Interessant sind da die was beidseitig angekohlt sind. Ja, das ist aber, so lang haben wir es selten. Ja, das ist wirklich eigenartig. Dann müssen wir schauen. Ich glaube, wir richten einmal ein paar zusammen und dann werden wir die auf die Boko schicken. Wir wollen wissen, welche Stücke kommen woher, wie sind die Werkzeugstile, die Grubenhölzer, die Seile und so weiter an der Fundstelle verteilt. Aber natürlich geht es dann auch weiter zur Analyse. Das heißt, sie kommen nach Tulln an die Universität für Bodenkultur, wo wir Holzartenanalyse machen, Holzanatomie, aber auch an andere Labors, Faseranalyse und so weiter. Das sind Fasern, die haben wir auf der Stiege gefunden und jetzt wäre für uns spannend, wo kommen die her? Welche Tierarten sind dabei und welche Pflanzenfasern sind das? Das ist einer der ganz wenigen Tröge, die fast komplett sind. Da gehört jetzt die Wand so dazu. Aha, nein, das ist so, das andere ist der Mittelteil, der dort liegt. Das heißt, das ist ein kompletter Trog. Ja. Genau, der gehört da rein. So. Okay. So. Das heißt, mit dem kann man wirklich Größe, Volumen und so weiter ausrechnen. Das Spezielle an Hallstatt ist, dass wir durch die Erhaltungsbedingungen viele Objekte finden, die es europaweit oder weltweit nur hier gibt. Das heißt, wir können nicht mit anderen Fundstellen vergleichen, wir haben keine Chance, dass wir das mit anderen Kollegen abgleichen. Der Weg, der seit den 60er Jahren gewählt wurde, um diese Fragen zu beantworten, ist unter anderem die experimentelle Archäologie. Wir versuchen, so viele Geräte wie möglich nachzubauen und dann zu testen. Das Spezielle wiederum an Hallstatt ist, dass hier die Gruppe der Experimentalarchäologen gleichzeitig auch die Gruppe der Ausgräber, Ausgräberinnen ist. Das heißt, die Leute, die während des Tages Stücke ausgraben, nicht wissen, was das ist, versuchen das dann am Abend nachzubauen und am nächsten Tag schon zu testen. Dadurch haben wir einen ständigen Informationsfluss und die Erkenntnisse der Versuche fließen direkt zurück in die Ausgrabung. Experimentelle Archäologie ist bei uns extrem vielfältig, so vielfältig wie auch die Materialien, die wir finden. Unsere Schwerpunkte im Fundspektrum liegen bei Holz, aber auch Fell, Leder und Textil. Und in allen diesen Bereichen haben wir inzwischen viele Experimente durchgeführt. Natürlich auch Abbautechnik, also das Gewinnen von Salz, Fördertechnik, Seilerei, alles ist in diesem Bereich enthalten.